Aus der Akasha-Chronik von Rudolf Steiner. Das Leben des Saturn. Die große Menschheitsentwicklung durch die 7 Bewusstseinsstufen hindurch, vom Saturn bis zum Vulkan, ist in einer der vorigen Schilderungen mit dem Gang durch das Leben zwischen Geburt und Tod, durch das Säuglingsalter, die Kindheit usw. bis zum Greisenalter verglichen worden. Man kann den Vergleich noch weiter ausdehnen. Wie bei der gegenwärtigen Menschheit sich die einzelnen Lebensalter nicht bloß folgen, sondern auch nebeneinander vorhanden sind, so ist es auch bei der Entfaltung der Bewusstseinsstufen. Der Greis, der reife Mann oder die reife Frau, der Jüngling usw., sie wandeln nebeneinander. So waren auch auf dem Saturn nicht bloß die Menschenvorfahren als Wesen mit dem dumpfen Saturnbewusstsein vorhanden, sondern neben ihnen andere Wesen, welche die höheren Bewusstseinsstufen schon entwickelt hatten. Es gab also schon, als die Saturnentwicklung begann, Naturen mit Sonnenbewusstsein, andere mit Bilderbewusstsein, also Mondbewusstsein, solche mit einem Bewusstsein, das dem gegenwärtigen Bewusstsein des Menschen gleicht, dann eine 4. Gattung mit selbstbewusstem psychischem Bilderbewusstsein, eine 5. mit selbstbewusstem überpsychischem Gegenstandsbewusstsein und eine 6. mit schöpferischem, spirituellem Bewusstsein. Und auch damit ist die Reihe der Wesen noch nicht erschöpft. Nach der Vulkanstufe wird ja auch der Mensch sich noch weiterentwickeln und dann noch höhere Bewusstseinsstufen erklimmen. Wie das äußere Auge in nebelgraue Ferne, blickt das innere Auge des Sehers in Geisterweite auf noch 5 Bewusstseinsformen, von denen aber eine Beschreibung ganz unmöglich ist. Es kann also im Ganzen von 12 Bewusstseinsstufen die Rede sein. Der Saturn-Mensch hatte also in seinem Umkreise 11 andere Wesensarten neben sich. Die 4 höchsten Arten haben auf Entwicklungsstufen ihre Aufgaben gehabt, welche dem Saturnleben noch vorangingen. Sie waren, als dieses Leben begann, bereits auf einer so hohen Stufe der eigenen Entwicklung angelangt, dass sich ihr weiteres Dasein in Welten nunmehr abspielte, die über die Menschenreiche hinausliegen. Von ihnen kann und braucht daher hier nicht gesprochen zu werden. Die anderen Wesensarten jedoch, 7 außer dem Saturnmenschen, sind alle an der Entwicklung des Menschen beteiligt. Sie verhalten sich dabei als schöpferische Mächte, leisten ihre Dienste in einer Art, die in den folgenden Ausführungen beschrieben werden soll. Die erhabensten von diesen Wesen waren diejenigen, welche, als die Saturnentwicklung begann, bereits eine Bewusstseinsstufe erreicht hatten, die der Mensch erst nach seinem Vulkanleben erlangen wird, also ein hohes, schöpferisches, überspirituelles Bewusstsein. Auch diese Schöpfer hatten einmal die Menschheitsstufen durchzumachen. Das geschah auf Weltkörpern, die dem Saturn vorangegangen waren. Ihre Verbindung mit der Menschheitsentwicklung blieb aber noch bis in die Mitte des Saturnlebens bestehen. Man nennt sie in der Geheimwissenschaft wegen ihres erhaben feinen Strahlenkörpers strahlende Leben oder auch strahlende Flammen. Und weil der Stoff, aus dem dieser Körper bestand, einige entfernte Ähnlichkeit mit dem Willen des Menschen hat, werden sie auch die Geister des Willens genannt.
Diese Geister sind die Schöpfer des Saturn-Menschen. Aus ihrem Leibe strömen sie den Stoff aus, welcher der Träger des menschlichen Saturn-Bewusstseins werden kann. Die Entwicklungsperiode, während welcher dies geschieht, wird der erste kleine Saturn-Kreislauf genannt. In der Sprache der theosophischen Literatur die erste Runde. Der Stoffleib, den der Mensch auf diese Art erhält, ist die erste Anlage seines späteren physischen Körpers. Man kann also sagen, der Keim zum physischen Menschenkörper wird während des ersten Saturn-Kreislaufes durch die Geister des Willens gelegt, und es hat in jener Zeit dieser Keim das dumpfe Saturn-Bewusstsein. Auf diesen ersten kleineren Saturn-Kreislauf folgen dann noch 6 andere. Der Mensch erlangt innerhalb dieser Kreisläufe keinen höheren Bewusstseinsgrad, aber der Stoffleib, den er erhalten hat, wird weiter ausgearbeitet. Und an dieser Ausarbeitung beteiligen sich in der mannigfaltigsten Art die anderen Wesensarten, auf welche oben hingedeutet worden ist. Nach den Geistern des Willens kommen Wesen mit schöpferischem spirituellem Bewusstsein, ähnlich dem, welches der Mensch auf dem Vulkan erlangen wird. Sie werden Geister der Weisheit genannt. Die christliche Geheimwissenschaft nennt sie Herrschaften, Kyriotetes, während sie die Geister des Willens Throne nennt. Anmerkung: Wer die christliche Lehre wirklich kennt, der weiß, dass zu ihr die Vorstellungen dieser dem Menschen übergeordneten geistigen Wesen durchaus gehören. Nur sind sie einer veräußerlichten Religionslehre seit einiger Zeit abhanden gekommen. Wer auf die Dinge wirklich eingeht und tiefer blickt, der wird erkennen, dass auf Seiten des Christentums nicht der geringste Grund vorliegt, die Geheimwissenschaft zu bekämpfen, sondern dass im Gegenteil diese Geheimwissenschaft im vollsten Einklang steht mit dem wahren Christentum. Wenn die Theologen und Religionslehrer sich darauf einlassen wollten, die Geheimwissenschaft zu studieren, so müssten sie um ihres Christentums willen in ihr die beste Helferin und Förderin in der Gegenwart erblicken. Aber allerdings denken viele Theologen auch ganz materialistisch. Und es ist bezeichnend, dass man heute sogar in einer populären Schrift, die zur Förderung der christlichen Erkenntnisse bestimmt ist, die Worte lesen kann: Engel seien für Kinder und Ammen. Solch eine Behauptung entspringt einer vollständigen Verkennung des echten christlichen Geistes. Und nur wer das wahre Christentum einer vermeintlich fortgeschrittenen Wissenschaft opfert, kann eine solche Behauptung tun. Die Zeit aber wird kommen, wo eine höhere Wissenschaft über die Kindlichkeit solcher Behauptungen zur Tagesordnung übergehen wird. Weiter im Text. Sie bringen ihre eigene Entwicklung während des zweiten Saturn-Kreislaufes um ein Stück vorwärts und bearbeiten den Menschenleib dabei zugleich so, dass diesem eine weisheitsvolle Einrichtung, ein vernünftiger Bau eingepflanzt wird. Genauer betrachtet beginnt diese ihre Arbeit am Menschen schon bald nach der Mitte des ersten Kreislaufes und ist ungefähr um die Mitte des zweiten abgeschlossen. Die dritte Art von Geistern mit dem selbstbewussten überpsychischen Gegenstandsbewusstsein heißt Geister der Bewegung oder auch der Tätigkeit. In der christlichen Geheimwissenschaft nennt man sie Mächte, Dynamis.
In der theosophischen Literatur findet sich für sie der Ausdruck Mahat. Mit dem Fortgang ihrer eigenen Entwicklung verbinden sie von der Mitte des zweiten Saturnkreislaufes ab die weitere Ausarbeitung des menschlichen Stoffleibes, dem sie die Fähigkeit der Bewegung, der krafterfüllten Wirksamkeit einpflanzen. Diese Arbeit erreicht um die Mitte des dritten Saturnkreislaufes ihr Ende. Nach diesem Punkt setzt die Arbeit der vierten Wesensarten ein, der sogenannten Geister der Form. Sie haben ein selbstbewusstes Bilderbewusstsein, psychisches Bewusstsein. Die christliche Geheimlehre hat für sie den Namen Gewalten, Exousiae. Durch ihre Arbeit erlangt der menschliche Stoffleib, der vorher eine Art beweglicher Wolke war, eine begrenzte, plastische Form. Diese Tätigkeit der Formgeister ist um die Mitte des vierten Saturnkreislaufes vollendet. Dann folgt die Tätigkeit der Geister der Finsternis, die auch Geister der Persönlichkeit oder der Selbstheit, Egoismus genannt werden. Ihnen kommt auf dieser Stufe ein Bewusstsein zu, das dem gegenwärtigen menschlichen Erdenbewusstsein ähnlich ist. Sie bewohnen den geformten menschlichen Stoffleib als Seelen in einer ähnlichen Art, wie heute die Menschenseele ihren Leib bewohnt. Sie pflanzen dem Leib eine Art von Sinnesorganen ein, welche der Keim sind zu den Sinnesorganen, die sich später während der Erdenentwicklung am Menschenkörper entwickeln. Man muss sich nur klar machen, dass sich diese Sinneskeime von den heutigen Sinneswerkzeugen des Menschen doch noch wesentlich unterscheiden. Der Mensch der Erde könnte durch solche Sinneskeime nichts wahrnehmen, denn für ihn müssen die Bilder der Sinneswerkzeuge erst noch durch einen feineren Ätherkörper, der sich auf der Sonne bildet, und durch einen Astralkörper, der sein Dasein der Mondenentwicklung verdankt, hindurchgehen. Alles das werden die weiteren Ausführungen klarlegen. Aber die Geister der Persönlichkeit können die Bilder der Sinneskeime durch ihre eigene Seele so bearbeiten, dass sie mit ihrer Hilfe äußere Gegenstände so wahrnehmen können, wie dies der Mensch während seiner Erdenentwicklung tut. Indem sie so am Menschenleibe arbeiten, machen die Geister der Persönlichkeit ihre eigene Menschheitsstufe durch. Sie sind somit von der Mitte des vierten bis zur Mitte des fünften Saturnkreislaufes Menschen. Diese Geister pflanzen also dem Menschenleib die Selbstheit, den Egoismus ein. Da sie auf dem Saturn selbst erst auf ihrer Menschheitsstufe angelangt sind, bleiben sie noch lange mit der Menschheitsentwicklung verbunden. Sie haben also auch in folgenden Kreisläufen noch wichtige Arbeit am Menschen zu leisten. Und diese Arbeit wirkt immer im Sinne der Einimpfung der Selbstheit. Ihren Wirkungen sind ebenso die Ausartungen der Selbstheit in Selbstsucht zuzuschreiben, wie sie andererseits die Urheber aller Selbstständigkeit des Menschen sind. Ohne sie wäre derselbe nie eine in sich abgeschlossene Wesenheit, eine Persönlichkeit geworden. Die christliche Geheimlehre gebraucht für sie den Ausdruck Urkräfte, Archai, und in der theosophischen Literatur werden sie als Asuras bezeichnet. Die Arbeit dieser Geister wird um die Mitte des fünften Saturnkreislaufes abgelöst von derjenigen der Söhne des Feuers, welche auf dieser Stufe noch ein dumpfes Bilderbewusstsein haben, gleich dem Mondenbewusstsein des Menschen. Sie erreichen die Stufe der Menschheit erst auf dem nächsten Planeten, der Sonne.
Ihre Arbeit ist daher hier noch in einem gewissen Grade unbewusst, traumhaft. Durch sie wird aber die Tätigkeit der Sinneskeime aus dem vorigen Kreislauf belebt. Die von den Feuergeistern erzeugten Lichtbilder scheinen durch diese Sinneskeime nach außen. Der Menschenvorfahr wird dadurch zu einer Art leuchtender Wesenheit erhoben. Während das Saturnleben sonst dunkel ist, leuchtet jetzt der Mensch aus der allgemeinen Finsternis auf. Noch die Geister der Persönlichkeit wurden dagegen in dieser allgemeinen Finsternis zu ihrem Menschendasein erweckt. Das Menschenwesen selbst kann sich auf dem Saturn aber seiner Leuchtkraft nicht bedienen. Die Lichtkraft seiner Sinneskeime würde durch sich selbst nichts ausdrücken können, aber es finden durch sie andere erhabenere Wesen die Möglichkeit, sich dem Saturnleben zu offenbaren. Durch die Lichtquellen der Menschenvorfahren strahlen sie etwas von ihrer Wesenheit auf den Planeten nieder. Es sind dies erhabene Wesen aus der Reihe jener 4, von denen oben gesagt worden ist, dass sie in ihrer Entwicklung bereits über alle Verbindung mit dem Menschendasein hinausgewachsen seien. Ohne dass für sie selbst eine Notwendigkeit vorläge, strahlen sie jetzt durch freien Willen etwas von ihrer Natur aus. Die christliche Geheimlehre spricht hier von der Offenbarung der Seraphim, der Geister der Allliebe. Dieser Zustand dauert bis zur Mitte des 6. Saturnkreislaufes. Danach setzt die Arbeit jener Wesen ein, welche auf dieser Stufe ein dumpfes Bewusstsein haben, wie es dem Menschen gegenwärtig im tiefen, traumlosen Schlafe zukommt. Es sind die Söhne des Zwielichtes, die Geister der Dämmerung. In den theosophischen Schriften nennt man sie Lunar Pitris oder auch Barhishat Pitris. Sie erreichen die Stufe der Menschheit erst auf dem Monde. Sowohl sie wie auch ihre Vorgänger, die Feuersöhne, sind daher auf der Erde schon über die Stufe des Menschentums hinausgewachsen. Sie sind auf der Erde höhere Wesen, welche die christliche Geheimlehre Engel nennt, Angeloi, während sie für die Feuersöhne den Ausdruck Erzengel, Archangeloi gebraucht. Diese Söhne des Zwielichts entwickeln nun in dem herangewachsenen Menschenvorfahren eine Art Verstand, dessen er sich aber bei seinem dumpfen Bewusstsein noch nicht selbst bedienen kann. Durch diesen Verstand offenbaren sich jetzt wieder erhabene Wesenheiten, wie vorher durch die Sinneskeime die Seraphim. Durch die Menschenleiber lassen jetzt die Geister den Verstand über den Planeten fließen, welche die christliche Geheimlehre Cherubim nennt. Um die Mitte des 7. Saturnkreislaufes setzt eine neue Tätigkeit ein. Jetzt ist nämlich der Mensch so weit, dass er an seinem eigenen Stoffleib unbewusst arbeiten kann. Durch diese seine eigene Tätigkeit schafft der Mensch in der völligen Dumpfheit des Saturn-Daseins die erste Keimanlage zum eigentlichen Geistesmenschen. Vergleiche meine Theosophie, welche am Ende der Menschheitsentwicklung erst zur vollen Entfaltung gelangt. In der theosophischen Literatur nennt man dies Atma. Es ist das höchste Glied der sogenannten Monade des Menschen. Für sich selbst wäre es auf dieser Stufe ganz dumpf und unbewusst. Aber wie die Seraphim und Cherubim durch ihren freien Willen sich in den beiden vorhergehenden Menschenstufen offenbaren, so jetzt die Throne, jene Wesen, die ganz im Anfang des Saturn-Daseins den Menschenleib aus ihrer eigenen Wesenheit ausstrahlen ließen.
Die Keimanlage des Geistes Menschen, Atma, wird ganz von der Kraft dieser Geister des Willens durchdrungen und behält diese Kraft dann durch alle folgenden Entwicklungsstufen. Der Mensch in seinem dumpfen Bewusstsein kann auf dieser Stufe freilich noch nichts von dieser Keimanlage merken, aber er entwickelt sich weiter und später leuchtet dann auch für sein eigenes Bewusstsein diese Keimanlage auf. Diese Arbeit ist am Ende des Saturnlebens noch nicht abgeschlossen. Sie setzt sich in den ersten Sonnenkreislauf hinein fort. Man bedenke, dass die Arbeit der höheren Geister, die hier gekennzeichnet worden ist, nicht mit Anfang und Ende eines kleineren Kreislaufs, einer Runde zusammenfällt, sondern dass sie von der Mitte des einen bis zur Mitte des nächsten geht. Und ihre größte Tätigkeit entfaltet sie gerade in den Ruhepausen zwischen den Kreisläufen. Sie steigt von der Mitte eines Kreislaufes, Manvantara, an, wird am stärksten in der Mitte einer Ruhepause, Pralaya, und flutet dann im nächsten Kreislauf ab. Es ist ja schon in den vorigen Kapiteln davon gesprochen worden, dass während der Ruhepausen das Leben keineswegs aufhört. Aus dem Obigen ist auch ersichtlich, in welchem Sinne die christliche Geheimwissenschaft davon spricht, dass sich im Beginne der Zeiten zuerst die Seraphim, Cherubim und Throne offenbaren. Damit ist der Saturnlauf so weit verfolgt, bis sich sein Leben durch eine Ruhepause hindurch in das der Sonne hinüber entwickelt. Davon in den folgenden Ausführungen. Der leichteren Übersichtlichkeit halber soll hier eine Zusammenstellung der Entwicklungstatsachen des ersten Planeten stehen. Erstens. Es ist dieser Planet derjenige, auf dem sich das dumpfeste menschliche Bewusstsein entfaltet, ein tiefes Trance-Bewusstsein. Zugleich damit bildet sich die erste Anlage des physischen Menschenleibes. Zweitens. Diese Entwicklung geht durch 7 Unterstufen, kleinere Kreisläufe oder Runden hindurch. Auf jeder dieser Stufen setzen höhere Geister an der Ausbildung des Menschenleibes mit ihrer Arbeit ein, und zwar im ersten Kreislauf, die Geister des Willens, Throne, im zweiten Kreislauf die Geister der Weisheit, Herrschaften, im dritten Kreislauf die Geister der Bewegung, Mächte, im vierten Kreislauf die Geister der Form, Gewalten, im fünften Kreislauf die Geister der Persönlichkeit, Urkräfte, im sechsten Kreislauf die Geister der Söhne des Feuers, Erzengel, im siebenten Kreislauf die Geister der Söhne des Zwielichtes, Engel. Drittens. Im vierten Kreislauf erheben sich die Geister der Persönlichkeit zur Stufe der Menschheit. Viertens. Vom fünften Kreislauf an offenbaren sich die Seraphim. Fünftens. Vom sechsten Kreislauf an offenbaren sich die Cherubim. Sechstens. Vom siebenten Kreislauf an offenbaren sich die Throne, die eigentlichen Schöpfer der Menschen. Siebentens. Durch die letztere Offenbarung entsteht in dem siebenten Kreislauf des ersten Planeten die Anlage zum Geist Menschen, zu Atma.